Während ich mich auf dem Stepper am Verausgaben war, hat einer aus der Community was Witziges in den Chat geschrieben. Und ich war am Lachen, bis ich einen Schmerz gespürt habe, der am Nacken angefangen hat und sich an meinem Kopf hochgezogen hat bis zur Kopfdecke. Die Kopfdecke hat sich angefühlt, als würde jemand eine Cola-Dose zerdrücken und wieder loslassen. Der Schmerz war unvorstellbar. Ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. Wie soll man auch reagieren, wenn man mit Schmerzen überflutet wird? Ich habe mich auf den Boden fallen lassen, bin rüber in die Küche gerobbt, habe dort angefangen, auf den Boden zu schlagen und dabei geschrien vor Schmerz, damit mich meine Frau ein Stockwerk unter mir, die am Fernseh gucken war, hört. Sie kam hoch und hat mich, dem damals 145 Kilo Mann, mit ihren 50 Kilo ins Badezimmer geschleppt, wo ich dann meinen Kopf über die Wanne gelegt habe. Wohlgemerkt, sie hat mich gelenkt, ich konnte nichts sehen, während sie mir eiskaltes Wasser über den Kopf gegossen hat. Als ich dann so ein bisschen zu mir gekommen bin, habe ich gesagt, dass sie meine Schwester anrufen soll, damit sie mit uns ins Krankenhaus fährt. Während ich das gesagt habe, bin ich gleichzeitig unter die Dusche gesprungen mit dem Satz: Ich habe den ganzen Tag trainiert, ich stinke nach Scheiße, so fahr ich nicht ins Krankenhaus. und stand dann wie ein Roboter unter der Dusche und habe dann irgendwie versucht, mich zu waschen, natürlich ohne zu bewegen. Meine Schwester kam mit ihrem Mann, wir sind ins Krankenhaus gefahren. Der Arzt hat mich kaum begutachtet und sagte: Fahren Sie in die Notfallapotheke und holen sich Ibuprofen. Morgen früh haben Sie nichts mehr. Daraufhin sind wir in die Notfallapotheke gefahren, was 20 Kilometer weiter weg war, haben mir Ibuprofen geholt und sind dann von dort aus nach Hause gefahren. Zu Hause angekommen, habe ich meine Schwester angeguckt und gesagt: Ich will nicht sterben, bitte helft mir. Die haben den Krankenwagen gerufen, wir sind reingegangen. Der Krankenwagen kam. Dann hat der Arzt mich kontrolliert und gesagt, wir fahren jetzt nach Kirchen ins Krankenhaus. Wir sind nach Kirchen gefahren und ich habe mir unterwegs natürlich gedacht, ich mache Bodybuilding, deswegen ist das wahrscheinlich nur ein Nacken, was sich verkrampft hat oder so. Und habe mich im Krankenwagen gefilmt. Woraufhin der Arzt mich natürlich angeguckt hat und gefragt hat, ob ich dumm wäre. Was ich mittlerweile nachvollziehen kann. In Kirchen angekommen, haben die mich in einen Zwischenraum gestellt, wo ich die Unterhaltung von denen draußen gehört habe. Der Arzt meinte, ich habe einen Verdacht auf ein Aneurysma. Ein Aneurysma. Ein Aneurysma. Woher kenne ich das? Oh, ein Monat bevor mir das passiert ist, ist ein Influencer gestorben, der Joe Lindner hieß. An einem Aneurysma. Daher kannte ich das. Und als mir das bewusst geworden ist, habe ich nur noch gesagt, oh fuck, du wirst sterben. Dann wurde ich wieder in den Krankenwagen geschoben und die sind mit mir nach Siegen ins Krankenhaus gefahren. Obwohl ich wusste, dass ich jetzt sterben werde, habe ich meiner Familie noch eine Sprachnachricht geschickt. Ich sagte, Aneurysma bulmuşlar. Beynimde kanama var. Panik yapılacak bir durum yok. Şu an Sigen'e gidiyoruz. Orada müdahaleyi yapacaklar hemen. Normalde yani şu an acil servise gidiyorum. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Ne olur ne olmaz. Hepinizi seviyorum. Çok bok yemişliğim var. Affedin. Arkamdan da güzel konuşun bir şey olursa. und dann waren wir auch schon in Siegen. Kaum ausgestiegen kam mir eine Person entgegen, hat mich begrüßt und gefragt, ob bei mir alles in Ordnung wäre. Ab diesem Moment hatte ich den Filmriss. Als ich wieder zu mir gekommen bin und einigermaßen kommunizieren konnte, wurde mir gesagt, dass eine Ader in meinem Kopf geplatzt ist, dass ich 15 Tage im Koma lag. Ich habe laut Erzählungen meiner Familie, ich selber kann mich nicht daran erinnern, so wie ich mich an 80% meines Lebens nicht mehr erinnere, nachdem ich schwach geworden bin, hätte ich die Ärzte gefragt, wann ich wieder ins Gym darf. Ich habe ungefähr ein Jahr gebraucht, um einigermaßen normal zu funktionieren. Obwohl mehrere Ärzte dagegen waren, dass ich wieder arbeiten gehe, bestand die Krankenkasse darauf und ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Und wenn ich arbeiten kann, kann ich auch trainieren gehen. War zumindest der Gedanke und ich bin 3 Monate arbeiten und 3 Monate trainieren gegangen, bis mir auf der neuen Arbeit wieder der Kopf geplatzt ist. Nur beim zweiten Mal war es nicht so heftig wie beim ersten Mal. Das Ganze ist mir 2023 passiert. Jetzt haben wir das Jahr 2025. Ich habe meine Freigabe vom Arzt bekommen, dass ich wieder trainieren darf und habe in meiner Krankenphase nichts anderes getan, als zu fressen, zu schlafen und vor mich hin zu vegetieren. Um ehrlich zu sein, hätte ich wahrscheinlich auch gar keinen Spaß dran gehabt, abzunehmen, ohne ins Gym zu dürfen. Daher scheißen wir jetzt auf alles, was passiert ist. Ich fange wieder an. Nur dieses Mal mache ich es richtig.